So, hallo und herzlich willkommen zu meinem 2.5D 3D Side-Scroller Plattformer. In diesem Abschnitt werden wir einen Jumpback über die Left-Shift-Taste veranstalten. Das heißt, wir können praktisch auch eine Reaktion herauslösen, damit wir unserem Gegner auch etwas ausweichen können. So, und das gleiche wird dann noch sein, wenn wir praktisch von einem Gegner auch angegriffen werden. Das heißt, wir schauen uns das Ganze einfach mal an und sobald wir gehittet werden, dann spielen wir unsere Hit-Animation und werden in der gleichen Kurve nach hinten geschleudert, natürlich mit einem Health-Abzug. So, okay, dann viel Spaß dabei und dann geht's auch schon los. Um die Shift-Taste drücken zu können, benötigen wir eine sogenannte Input-Action. Das haben wir in vorigen Abschnitten schon öfter mal erledigt. Und dazu gehen wir auf Third Person, wir gehen auf Input und dann auf den Folder Actions. So, per rechte Maustaste können wir uns eine neue Input-Action anlegen. Wir gehen auf Input und dann dementsprechend Input-Action. So, und die nennen wir jetzt einfach mal IA- und dann zum Beispiel Jumpback. Du kannst sie natürlich nennen, wie du magst. Ich nenne sie jetzt einfach mal so, dass ich ungefähr weiß, was das Ganze macht. Gut, dann gehen wir eine Hierarchie nach oben auf Input und dann die IMC Default per Doppelklick. Werden wir jetzt gleich mal öffnen und jetzt werden wir einfach eine neue mit anlegen. Das machen wir hier oben unter Mappings und zwar hier mit dem Plus. So, jetzt müssen wir ein bisschen weiter runter. Wir haben ja schon die Attack und die Slow Motion und Gravity Boost und so weiter implementiert. Das heißt, hier, wo None steht, suchen wir uns einfach mal die Jumpback raus. So, dann habe ich die Jumpback schon mal hier mit eingeklinkt und dann gehe ich auf die Pfeiltaste nach unten und dann gehe ich auf dieses Keyboard, sodass es dann leicht gelb-orange leuchtet und jetzt, wo None steht, drücke ich ganz einfach mal die linke Shift-Taste. So, Left Shift ist damit schon integriert und dann können wir einfach auf Save gehen und die IMC Default, die können wir beruhigt wieder schließen an der Stelle. So, jetzt müssen wir das Ganze bloß noch implementieren. Das bedeutet, wir bleiben im Ordner Third Person Blueprints und da öffnen wir gleich mal unseren BP Third Person Character. So, an dieser Stelle müssen wir uns einen freien Platz suchen oder dementsprechend einen neuen anlegen. Ich habe hier oben noch ein wenig Platz mit drin, sehe ich gerade bei meinem Attack, bei meinem IA_Attack und da könnte ich gleich mal das Ganze hier auch mit dem Kommentar schon mal ein bisschen besser rumlegen, damit ich es auch dann bequem hier oben auf einmal verschieben kann. So, und dann könnten wir noch ein bisschen nach oben gehen. Du kannst natürlich auch da drüben nach rechts gehen oder nach links. Das würde eigentlich jetzt nichts ausmachen an der Stelle. Aber ich würde sagen, ich schiebe meins einfach an der Stelle noch ein bisschen nach oben und dann hoffe ich, dass es einigermaßen reicht. Das heißt, rechte Maustaste, IA_ und Jumpback. So, da benötigen wir die Action-Events und zwar hier diese Geschichten hier oben, also nicht die Values, sondern die Events und dann einfach per Klick können wir das Ganze auch schon mal öffnen. Pfeiltaste nach unten, weil wir benutzen meistens die Started-Geschichte und die wäre hier nicht zur Verfügung. Das heißt einfach mal aufklappen und wenn wir dann hier rausziehen, dann können wir das Ganze wieder einklappen, sodass das Startet dann im zusammenklappten Modus wieder auch sichtbar ist. So, was benötigen wir jetzt? Wenn wir jetzt zum Beispiel zurückspringen oder von einem Enemy gehittet werden, dass wir so eine kleine Reaktion noch machen, nicht nur flackern, sondern auch ein bisschen nach hinten geboostet werden, benötigen wir dann sozusagen auch eine Lock-Jumpback-Variable. Hätte ich mir gedacht, dass wir das einloggen, zumindest, dass man das nicht permanent triggern kann. Und dazu gehen wir mal links auf Variable und da geben wir einfach mal ein Lock-Jumpback. So, das wird meine Lock-Jumpback und die wird sein vom Typ Boolean und wenn ich kompiliere, hier unten rechts bleibt sie einfach mal defaultmäßig auf False. So, und jetzt fragen wir zuerst einmal ab, sozusagen, ob unsere Jumpback-Funktionalität gelockt ist oder nicht. Und dazu machen wir einfach einen Branch B auf dem Keyboard, linke Maustaste und wir gehen raus bei Started. So, dann ziehe ich das Lockdown Jumpback einfach mal in die Kondition rein und in dem Fall gehe ich jetzt nicht mit einem Not Boolean weiter, sondern ich sage, wenn Lock Jumpback gleich False ist, dann soll sozusagen Lock
Jump Back ziehen wir es uns noch einmal raus mit Set. Wenn es false ist, dann soll es true sein und damit wären wir an dieser Stelle sauber abgeriegelt, weil wenn es zum zweiten Klick kommt oder zum dritten und wir sind noch auf true, dann geht es hier einfach bei der Branch ins Leere. So, und jetzt bietet uns Unreal eine sehr schöne Funktionalität an. Ich möchte so eine Art Bogen nach hinten springen und da muss ich jetzt keine Kreisformeln rausholen, weil eben Unreal da auch gleich Funktionalitäten mitliefert. Und da ziehen wir hier einfach mal raus und das Ganze heißt einfach mal Suggest und da gibt es Suggest Projectile Velocity sogar im Custom Arc, also im Custom Bogen. So, und dieser Funktion werden wir uns jetzt bedienen. Wir haben eine Endposition und eine Startposition. Die Startposition ist klar, das ist einfach die GetActorLocation. Das wird sein unser Actor selber, also praktisch unser Third Person, unsere Piratin, das ist die Startpose, aber was wäre denn jetzt die Endposition? Die wollen wir uns jetzt nicht so ausrechnen, das heißt, ich gehe jetzt einfach mal auf Compile und dann wechseln wir einfach mal in den Viewport und hier oben bei Components gehen wir links oben auf Add und da suchen wir uns einfach mal so einen Scene-Komponenten raus, also ganz simpel hier diesen Scene-Komponent, Szenenkomponent und der ist ja bekanntlich da, dass er eben auch ein Gizmo X, Y und Z darstellt. Und den nennen wir jetzt gleich mal um. Das wird meine Jump Back Position. Mache ich einfach mal Jump und dann Back und Position. Das ist meine Jump Back Position und wir sehen schon, die ist jetzt hier schon schön in der Mitte ausgerichtet in meiner Default Scene Route und dann kann ich das Ganze einfach ein bisschen nach hinten schieben. Es kommt ja sowieso aus der Mitte. Ich ziehe es immer ein bisschen höher. Ich möchte so ein bisschen so einen 2.5D Side-Scroller Charakter haben und dementsprechend ist das dann ein bisschen Trial and Error, wo wir das Ganze dann hinlegen. Das heißt, das wird unsere Endposition mal sein. Du kannst sie natürlich auch hier hinlegen. Ist so, Andrew wird immer versuchen, einen Bogen zu machen mit diesem Befehl, was wir da haben, diesem Suggest Projectile Velocity Custom Arc. Ich lasse es jetzt einfach mal an dieser Stelle und dann gehe ich zurück auf den Event Graph. So, und dann hätte ich ja schon diese Endposition, das heißt, wir holen uns hier drüben die Jump Back Position einfach mal raus und dann heißt es ja bei der Komponente nicht Actor Location, sondern World Location. Get World Location und dann können wir das Ganze hier schon mal mit der Endposition verknüpfen. So, jetzt klappen wir hier unten mal mit dem Pfeil nach unten auf und dann haben wir hier eine Override Gravity Z, die ist aktuell 0, die lassen wir so stehen und wir haben einen Arc Param, also einen Bogenparameter und wenn wir uns das genauer anschauen im Flyby, dann heißt es 0 ist nach oben und 1 geht directly toward Endpose, also in unserem Fall unsere Jump Back Position Scene. So, und 0,5 wäre dann natürlich optimal für einen Bogen und an der Stelle kommt auch hinten schon eine Out Launch Velocity heraus. So, und die müssen wir jetzt auswerten, das können wir jetzt einfach mal testen. Ich gebe dem Ganzen jetzt einfach mal einen Launch Character, das heißt, ich ziehe hier raus und dann Launch Character. Diese Funktion gibt es ja schon. Der Character sind wir selber im Target, also Self, und das wäre meine Out Velocity Geschichte und das kann ich hier mit verknüpfen und dann hätte ich gerne an den beiden Stellen einfach mal ein Override mit drin. Das ist wieder Geschmackssache, man muss das ausprobieren, wie es an einem am besten gefällt. So, dann gehe ich jetzt einfach mal auf Compile und dann können wir das Ganze auch schon testen. Ich gehe mal auf Play, dann laufe ich ein Stück nach vorne, jetzt drücke ich einfach mal die Taste und man sieht, einmal können wir springen, es sieht aber auch noch nicht ganz so optimal aus. Das heißt, ich möchte gerne ein bisschen höher springen, das würde bedeuten, ich trenne mich hier einfach nochmal und werde das Ganze einfach nochmal multiplizieren mit einem Multiply und dann dementsprechend sage ich da rechte Maustaste und dann werden wir das Ganze einfach mal unten umwandeln in einen Float und zwar Single Precision, das ist eigentlich egal, andere sucht sich die richtige Variante heraus. Dann gebe ich hier unten bei dem Float eine 2 ein. Ich multipliziere es jetzt erstmal mit 2, also ich verdoppel den Out Launch Velocity Wert und dann werde ich das Ganze hier hinten verknüpfen. So, jetzt haben wir auch gesehen, dass wir nur einmal springen können. Das heißt, ich werde mir hier diese Geschichte mal mit Steuerung C, die Set Lock Jump Back, werde ich mir mal kopieren und gehe hier hinten eben mit Steuerung und V und dann gebe ich dieses Lock Jump Back wieder frei.
So, dann gehen wir mal auf Compile, zurück auf die Level und dann werden wir das Ganze uns einfach mal anschauen. Ich kann jetzt öfter einfach mal die Shift-Taste drücken, aber ich bin auch in der Lage, komplett nach oben abzufliegen und das wollen wir natürlich jetzt an dieser Stelle mal noch kurz verhindern. Gut, dann per Escape wieder raus aus dem Game und dann wieder rüber in unseren BP Third Person Character. Das heißt, wenn wir hier direkt nach dem Launch freigeben, ist es jedes Mal wieder frei. Das bedeutet, wir werden uns von dieser Geschichte hier gleich nochmal trennen. So, und wie können wir das machen? Also es gibt ja die schöne Funktion aus dem Character Movement, nämlich das is Falling und das können wir natürlich hier klassisch dazwischen schalten, solange wir nach einem Sprung immer noch im Flugmodus sind, also nach oben oder nach unten, egal wie, dann sollten wir diese Lock Jump Back Geschichte eben noch nicht freigeben. Und das können wir, indem wir jetzt hier einfach mal rausziehen und ich gehe aus dem Started einfach nochmal raus und dann gebe ich hier nochmal Branch ein. So nochmal eine if-Anweisung und dementsprechend werden wir jetzt einfach mal das Character Movement uns holen. Das kriegen wir hier drüben unter Components und ein Character Movement und das ziehe ich jetzt hier mal raus. Dann gehen wir hier raus und dann sagen wir is falling. So, dann haben wir hier einfach Movement is falling und dann können wir das Ganze schon mal abfragen. So, jetzt wenn wir aktuell fallen, dann möchte ich, dass wir sozusagen direkt in unsere Branch reinlaufen. Das heißt praktisch so, wie es ist, lasse ich es auch stehen, weil solange wir fallen, ist unser Lock Jump Back true und dann, wenn wir direkt hier rüber gehen, laufen wir hier drüben ins Leere. So, wenn wir nicht mehr in der Luft sind, dann möchte ich einfach die Lock Jump Back wieder resetten. Das heißt, an der Stelle kommt jetzt einfach die Lock Jump Back mit Set. Und das schiebe ich noch ein bisschen rüber und wenn es dann sozusagen false ist, wird das Ganze hier ebenfalls im Boolean false und dann gehen wir auch hier drüben wieder in die Branch rein. So, was machen wir hier? Wir haben hier einen fallenden Character und solange er fällt, bleibt alles so wie es ist. Das heißt, wir kommen hier drüben bei True raus und wenn wir nicht mehr am Fallen sind, dann möchte ich diese Variable zurücksetzen auf false und dann geht es hier auch wieder ganz normal in den Sprung rein, wie wir das Ganze ja schon so weit vorbereitet hatten. Gut, jetzt können wir das Ganze wieder kompilieren und einfach mal austesten. Das heißt, ich gehe hier einfach mal auf Play und wenn ich jetzt die Shift-Taste drücke, die linke, dann sehe ich schon, ich kann sie auch nicht öfter drücken, nur wenn ich im Bodenkontakt praktisch wieder hergestellt habe. Und damit verhindere ich das Abheben in die Luft, was ja eigentlich auch sehr witzig aussieht. So, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen anders springen. Wie gesagt, das ist so eine Art Einstellungsgeschmackssache. Das heißt, ich gehe auf meine Jump-Back-Geschichte und dann gehe ich hier bei der Perspektive einfach mal auf Right zum Beispiel und dann gehe ich hier ein bisschen hinter. Man muss ja bedenken, der Character hat ja sozusagen, wenn ich das Mesh anklicke, hier unten seinen Punkt, also seinen Pivot und unsere Jump-Back-Position jetzt hier hinten oben und vielleicht gehe ich noch ein Stückchen nach oben so, dass es einfach ein bisschen so ruckartig nach hinten geht. So, dann probiere ich das Ganze noch einmal aus und dann drücke ich meine Shift-Taste. Ja, jetzt geht es schon ganz schön hoch hinaus. Ich würde sagen, ein bisschen niedriger macht wahrscheinlich auch Sinn. So viel Zeit muss ich mir jetzt nehmen, dass ich das einigermaßen austime, damit ich nicht bei jedem Gegnerkontakt, das möchte ich natürlich auch noch drin haben im Game, dass ich da so leicht nach oben und nach hinten springe. Gut, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, wie es ist und dann würde ich auch gern noch bei Feindkontakt diese Geschichte implementieren. Das heißt, wir gehen hier wieder zurück auf unseren Event-Graph und wir haben ja auch die sogenannte Geschichte mit diesem Event Any Damage. Hier ist es auch schon, Event Any Damage. Und hier möchte ich natürlich, hier wird einfach mal dem Player die Health abgezogen, dann kommt diese Montage und dann habe ich ja dieses Visibility Flackern eingeführt. Das heißt, ich werde hier so dazwischen gehen, zwischen dem Play Montage und dem Set Visibility. So, dann ziehe ich das Ganze hier einfach mal ein bisschen raus. Das heißt, ich mache hier schon mal den Kommentar ein bisschen größer. Das nehme ich mir alles mal so mit, wie es ist. Und da kommt einfach nur ein Befehl dann mit rein, den müssen wir uns aber vorher erst noch aussuchen und definieren. Das heißt, wir gehen wieder rauf zu unserer Geschichte mit diesem Enhanced Input Action und wir machen uns hier einfach lediglich noch einen Custom Event dazu, rechte Maustaste und dann Custom Add Custom Event und den nennen wir jetzt einfach mal
Getting Hit zum Beispiel, damit wir wissen, was das sein soll. So, Getting Hit ist das gleiche wie zurückspringen, nur das Unfreiwillige, und das geht dann ebenfalls hier mit rein in diesen Branch. So, dann habe ich hier meine Getting Hit Variable oder meinen Custom Event in dem Fall, und dann gehen wir auf Compile und dann steht uns das Ganze hier unten schon zur Verfügung. Das heißt, wir gehen wieder rein in unseren Event, Any Damage, und bei OnCompleted ziehen wir einfach mal raus. Hier kommt die Montage, oder machen wir es vor der Montage. Das müssen wir uns jetzt einfach mal anschauen, wie das aussieht. Ich ziehe hier mal raus und dann sage ich einfach mal Getting Hit, und dann hätten wir hier an der Stelle auch schon einmal einen Treffer verursacht. So, dann können wir das Ganze noch ein bisschen sauberer machen, bevor wir uns das anschauen. Das heißt, ich werde hier jetzt einfach auch mal einen Command rumlegen. Das markiere ich mir jetzt, dann drücke ich die C-Taste und dann gehen wir hier rein und dann würde ich es einfach sagen Input. Das ist meine Input Action Jump Back, damit ich dann auch weiß, was das ist. Aber es soll natürlich so sein, damit ich das Ganze eben auf einmal schön sauber verrutschen kann. Gut, dann habe ich das an der Stelle auch schon implementiert. Jetzt schaue ich mir bloß noch an, wie es aussieht mit einem Gegner. Ich habe ja hier weiter hinten schon eine Turtle, glaube ich, oder zumindest eine Moskito. Ich sammle mir mal ein bisschen was ein und dann springe ich hier mal drüber und hier springe ich auch drüber, und der hittet mich jetzt. Das ist gar nicht so schlecht, genau. Aber ich kriege natürlich erst die Animation ab. Das können wir natürlich noch umstellen. Das ist praktisch jetzt einfach mal Geschmackssache. Ich stelle es jetzt nochmal um. Gut, dann gehe ich wieder auf meine Apply, Any Damage, und dann würde ich sagen, mache ich die Animation später, aber wie gesagt, das ist definitiv Geschmackssache. Steuerung X, ich gehe hier rein, Steuerung V, dann werde ich mir das Mesh mal ein bisschen nach unten ziehen. Die zwei Geschichten verbinde ich neu, das bedeutet hier rein, und dann habe ich hier bei OnCompleted, bei der Montage habe ich das Getting Hit. Da geht es weiter mit dem Flackern bei OnCompleted. Dann hätten wir auch an der Stelle wahrscheinlich das Getting Hit auch oben reinschieben können. Jetzt teste ich es einfach nochmal kurz aus. Das ist jetzt einfach, wie gesagt, ein bisschen Feinjustierung. So, jetzt laufe ich nochmal zum Gegner. Das wäre natürlich auch interessant, das einfach direkt reinzuschieben. Aber jetzt denke ich, sieht es gar nicht so schlecht aus. Wir kriegen hier einfach die Hit-Animation während des Sprungs nach hinten. Ich würde sagen, so können wir es eigentlich stehen lassen. Gut, dann gehe ich nochmal zurück auf meine Geschichte hier. Ich möchte es trotzdem mal kurz ausprobieren. Das heißt, ich trenne mich nochmal hiervon und dann trenne ich mich hiervon. Das heißt, ich gehe mit dem Ganzen hier rein. Keine Sorge, wir können ja mit Steuerung Z wieder zurückgehen. Das heißt, hier schießen wir direkt durch und bei OnCompleted gehen wir dann nach hinten. Diesen Test möchte ich jetzt schon noch schnell einfach mal sehen, wie das aussieht. So, dann nehme ich wieder alles auf, laufe ein bisschen nach rechts, springe da drüber und nochmal drüber und nochmal. Und jetzt sehe ich einfach nicht richtig, was passiert. Aber jetzt schießt es uns genauso nach hinten mit dieser Animation. Und wenn wir selber drücken, dann haben wir eine richtig schöne Sprunggeschichte. Und hier werden wir einfach gehittet mit der Hit-Animation und gleichzeitig unserer Kreisfunktion. So, das war's mit meiner Energie und das war's auch schon mit diesem Abschnitt. Das heißt, wir haben jetzt an der Stelle einfach mal eine Player Takes Damage Geschichte kurz verändert mit einem Custom Event Getting Hit, und das Ganze wird hier oben aufgerufen in unserem neu erstellten Jump Back, also der Left Shift Taste, und parallel auch über Getting Hit, wobei das Ganze natürlich hier dann genauso abgewickelt wird wie die Geschichte mit der Shift-Taste, nur mit dem Unterschied, dass wir unten unsere Damage-Animationsmontage fahren. So, okay, dann würde ich sagen, das war's an der Stelle und ich hoffe, bist einigermaßen mitgekommen wie immer, und dann würde ich sagen, über ein Abo und ein Like würde ich mich natürlich sehr freuen, und dann bis zum nächsten Mal. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.